Hallo liebe Freunde des einfach gut und günstig Kochen und Backens. Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es handgemachte Ravioli mit 3 verschiedenen Füllungen für euch. Die gezeigte Menge reicht für 3 Personen circa. Bleibt dran, es geht sofort los. Für die erste Füllung schneide ich 2 Salsicce auf und streiche die Füllung heraus. Dann schneide ich etwas Lauch klein und gebe sie zu den Salsicce in den Topf. Damit nichts anbrennt, kommt ein wenig Wasser hinzu. Das Ganze wird zusammen gegart und dann mit etwas Salz, Pfeffer, etwas Cayennepfeffer und ein wenig italienischer Kräutermischung oder anderer Nachbedarf abgeschmeckt. Die Füllung ist dann schon fertig. Für die anderen beiden Füllungen teile ich einen Ricotta in 2 Teile auf. Den gebe ich zuerst noch für 15 Minuten auf ein Küchenkrepp, damit er noch etwas Feuchtigkeit abgeben kann. Für eine Füllung füge ich den Abrieb einer Bio-Zitrone und einen Esslöffel Zucker hinzu. Ein Eigelb wird verrührt und auf die beiden Füllungen verteilt. Die andere bekommt etwas Parmesan, Pfeffer und Salz. Den Teig mache ich aus 300 Gramm italienischem Mehl Typ 00. Dazu kommt noch etwas Salz. Ich mache eine Kuhle und gebe 3 Eier hinein. Die Eier werden mit der Gabel verrührt und nach mit dem Mehl vermischt. Sobald die Eier größtenteils vermischt sind, knete ich die Masse zu einem Teig. Ich füge noch einen Schluck Olivenöl hinzu. Mit ein wenig Wasser wird zum Schluss noch vorsichtig die richtige Konsistenz eingestellt. Der Teig wird deutlich härter eingestellt als zum Beispiel Pizzateig, der doch sehr weich ist. Sobald der Teig fertig geknetet ist, wird er für mindestens 30 Minuten abgedeckt ruhen gelassen. Dann rolle ich ihn zu einer längeren Rolle, die ich dann in 2 Teile auftrenne. Dann rolle ich den Teig sehr dünn aus. Wenn ich die Struktur von meinem Brett durchscheinen sehe, ist er dünn genug. Die Füllungen werden darauf mit etwas Abstand verteilt, mit Teig zugedeckt und mit dem Teigroller zu einer einzelnen Ravioli getrennt.
leicht siedendem Salzwasser werden die Ravioli für ca. 9 bis 11 Minuten gar gekocht. Dazu wird eine Tomatensauce nach eigenem Geschmack serviert. Guten Appetit! Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte den Like-Button und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Im Abspann findet ihr noch den ein oder anderen interessanten Link. Bis zum nächsten Mal, euer Herbie.